Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame und herzlich willkommen zu einer gemeinsamen Stickzeit. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und zwar heute bei Stickzeit Nummer 22, soweit ich mich richtig erinnere. Und ja, ich werde euch heute mitnehmen am Heaven and Earth Soul 2026. Da konnte man aus 12 verschiedenen Motiven wählen und ich habe mich für dieses Motiv entschieden. Und zwar heißt es Stone Cottage Keep. Und ja, ich blende euch jetzt ein, was ich schon geschafft habe auf der rechten Seite. Diesmal sage ich es ja richtig, denn in der letzten Stickzeit habe ich zu meiner Schande die Seiten vertauscht. Also ihr seht es jetzt auf der rechten Seite eingeblendet, was ich im letzten Monat geschafft habe. Und zwar habe ich ein Seitenfinish. Und ja, der Heaven and Earth Soul hat 87 Farben und wird 289 Stiche hoch und 305 Stiche breit und das sind insgesamt 88.145 Kreuze. Ich sticke ihn auf 18 Count, auf einen Easy Count Stoff, also 18 Count Aida. Und ja, ihr seht, beim Seitenfinish bin ich hier bis unterhalb des Fensters gekommen, aber mittlerweile habe ich ja etwas weiter gestickt und zwar bin ich nun schon bis zur Tür gekommen. Also ich sticke von oben nach unten so in Spalten. Ich zeige euch am besten, wie das jetzt aussieht. Und zwar, ich habe den Stoff schon eingespannt in meinem Q-Snap. Und ja, ihr seht, hier ist das Ende des Fensters und hier beginnt schon die Tür und heute werden wir in diesem Bereich weiter sticken. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich rechne wieder damit, dass es ein etwas kürzeres Video wird, aber wir werden ja das sehen dann am Ende. Gut, dann bereite ich wieder vor und wir sehen uns gleich wieder. Ja, meine Lieben, und ich bin auch schon wieder zurück. Ich hoffe, ihr seht auch den Pattern Keeper eingeblendet. Dann bedeutet das, dass es auch funktioniert. Und ja, wir sticken jetzt gemeinsam an diesem 100er Kästchen. Also ihr seht schon, das dunkelbraune ist der Beginn der Tür und wir sticken sozusagen links neben der Tür. Also ich habe mir auch schon das erste Symbol markiert und das ist so ein gelblicher, gelbbrauner Ton und es ist die Farbnummer 833. Und jetzt, da ich ja den Pattern Keeper eingeschaltet habe, kann ich euch genaue Zahlen sagen und zwar ich habe aktuell 9260 Kreuze gemacht und bin bei 10,51%. Also wenn ihr das Video seht, werde ich wahrscheinlich schon weiter sein, denn ich nehme jetzt ein paar Tage vorher auf und ich sticke ja eigentlich jeden Tag daran, also zumindest war es bis jetzt so. Denn wie ihr ja wahrscheinlich wisst oder falls ihr euch erinnert, ich versuche ja immer die 242 Stiche zu machen, denn dann kann ich ja das Jahresziel erreichen und mein Ziel wäre ja, den Soul mit Ende des Jahres zu beenden. Ja. Also wenn man 6 Seiten schafft bis zum Jahresende, dann erhält man auch die restlichen 11 Muster kostenlos.
Und wenn man den ganzen Soll beendet, also komplett fertigstellt, dann kann man noch ein Muster wählen, und zwar eines aus 3 Mustern. Also eines ist ja ein Kranich, ein anderes Muster ist auch so ein Haus. Ja, und das dritte fällt mir jetzt leider nicht ein. Aber wie gesagt, dann kann man noch aus diesen 3 Mustern wählen. Ich tendiere zurzeit eher zum Kranich. Also der gefällt mir eigentlich recht gut. Aber auch das Haus gefällt mir auch recht gut. Aber ich sticke ja gerade an einem Haus. Also ja, wie gesagt, tendiere ich eher zum Kranich. So. Dann werden wir die ersten Stiche abstreichen. Und zwar, oh, falsche Taste. So, jetzt auf Abstreichen. Ja, das heißt, die ersten 6 Stiche sind gemacht. Ja, ihr seht auch etwas. Ja, ansonsten gibt es ja eigentlich wirklich nicht so viel zum Erzählen. Wie gesagt, wie auch schon bei der letzten Stickzeit erwähnt, die letzten Vorbereitungen für den Urlaub laufen. Also ich glaube, das wird auch die letzte Stickzeit sein vor dem Urlaub. Ich glaube nicht, dass ich noch eine weitere schaffe zum Aufzeichnen und zum Hochladen. Aber nach dem Urlaub, verspreche ich euch, gibt es wieder mehr als genug Stickzeiten. Dann bin ich wieder voll da und dann kann ich auch ein bisschen von meinem Urlaub erzählen. Ja, wie gesagt, die letzten Vorbereitungen laufen. Wir haben jetzt die letzten Tage noch diese Einreise, ja, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, dass man benötigt das bei der Einreise, also so ein Fragebogen sozusagen, und man benötigt ihn auch bei der Ausreise. Und das haben wir jetzt noch ausgefüllt. Also ich muss mir noch diese ganzen Unterlagen dann auch ausdrucken. Ich habe zwar alles am Handy, aber ich gehe da lieber noch auf Nummer sicher und drucke mir auch noch alles aus, dass ich alles in Papierform mit habe. Ja, dann waren wir auch noch ein paar Besorgungen erledigen, also noch verschiedene Toilettartikel eingekauft. Mein Mann hat sich noch Sportschuhe gekauft, neue, und ja, ich war da mit und ja, was soll ich euch sagen, auch ich habe mir neue Schuhe gekauft. Ich konnte da auch nicht widerstehen. Und ja, es sind auch Sportschuhe geworden. Ja, dann waren wir noch im also Tierfutter kaufen. Ihr wisst ja, ich habe eine Katze, besser gesagt einen Kater. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon den Namen gesagt habe. Und zwar heißt er so wie der Kater von Cutter von Kanal Cross-Stitch-Kiste. Und zwar heißt er Charlie. Ja, auch ich habe einen Charlie. Mein Charlie ist aktuell 12 Jahre alt, also 12,5 Jahre. Im Mai wird er dann 13. Und ja, wie gesagt, ich habe noch etliches jetzt an Tierfutter eingekauft, dass er auch ausreichend zum Fressen hat.
Ich habe auch das Glück, dass er von meiner Nachbarin versorgt wird und er in dieser Zeit auch zu Hause bleiben kann, wenn wir nicht zu Hause sind und ja, in seiner gewohnten Umgebung. Und das ist ja für Katzen eigentlich sehr wichtig, dass sie immer die gewohnte Umgebung haben. Ja, und noch dazu muss ich sagen, er ist ein Freigänger, also er war schon immer Freigänger. Wir haben ihn damals bekommen, da war er 6 Wochen alt, also ich sage mal so handflächengroß zu dem Zeitpunkt. Ja, und seitdem ist er eigentlich bei uns. Und ja, er ist sehr, sehr verwöhnt eigentlich. Und ja, er ist ein Freigänger. Er hat auch einen Katzenkumpel gefunden, sage ich. Ich sage immer dazu Katzenkumpel, denn in der Nachbarschaft ist auch noch ein anderer Kater, ein Maine Coon Kater, also ein sehr großer Kater. Und mit dem versteht er sich wirklich gut und die zwei streifen da in der Umgebung herum. Also das ist wirklich schön anzusehen. Ich freue mich ja für ihn, dass er nicht ganz alleine ist und dass er auch Katzengesellschaft hat. Ja, also jetzt im Winter ist er fast schon so zu einer Hauskatze mutiert. Also man merkt, er ist jetzt da, wie gesagt, 12,5 Jahre und er verbringt dann doch gern die kalten Tage oder Nächte im Haus. Aber ja, es soll seine Entscheidung sein. Er soll es so haben, wie es für ihn passt. So, die erste Farbe haben wir auch schon geschafft. Ich streiche wieder ab. Da haben wir doch einiges an Stiche gemacht. Von der 833 und zwar 21 Kreuze. Und ich backe im Feld darunter. Gut, die nächste Farbe, auch da habe ich bereits einen gebackten Faden, aber nur mehr ein kleines Rest, einen kleinen Rest. Das ist die Farbe 977, ein Orangeton. Ja. Jetzt lässt er sich nicht einfädeln. Doch, haben wir das geschafft. Also da werde ich nur wenige Stiche schaffen mit diesem kleinen Stück Faden. Aber ja, ich bin da sehr sparsam und verwende auch kleine Stücke an Fäden. Denn ich denke mir, ein paar Kreuze kann man immer damit sticken. Und ja, warum soll ich ihn wegschmeißen? Ich sticke ja mit dem Garn von Painting Fairy Cross Stitch und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also es ist auch bei 18 Count deckt das sehr gut mit 2 Fäden. So, jetzt möchte ich nur einen Pinstitch machen. Ich hoffe, es geht noch mit diesem kurzen Stück an Faden. Ja, also wie gesagt, die letzten Besorgungen, unter anderem auch noch natürlich nicht nur Tierfutter, sondern auch für den Kater ein Entwurmungsmittel. Also da bin ich sehr konsequent. So, ich streiche kurz ab. 2 Stück haben wir gestickt von dieser Farbe. Und wir gehen zum nächsten gebackten Faden. Also wie gesagt, ich bin da sehr konsequent und er wird alle 3 Monate entwurmt, da er ja sehr oft irgendwelche Mäuse oder auch Fische oder ja Vögel eigentlich weniger, aber wie gesagt Mäuse oder Fische bringt er eigentlich regelmäßig nach Hause und einfach dass wir diese Würmer bekämpfen können, wird er alle 3 Monate entwurmt. Ich hole mir da vom Tierarzt immer so ein Entwurmungsmittel und zwar ist das so eine Schleckpaste, denn ja, mit Tabletten
sind wir überhaupt nicht zurechtgekommen. Also ja, ich weiß ja, wie es funktioniert, aber der Charlie weiß scheinbar besser, wie es nicht funktioniert. Also er ist eben immer ziemlich schnell und spuckt die Tablette wieder aus. Oder ich zu langsam, das kann man sich jetzt aussuchen. Und aus diesem Grund sind wir auf diese Schleckpasta umgestiegen. Die muss er an 2 Tagen hintereinander nehmen und dann ist er sozusagen entwurmt. Also das funktioniert recht gut und ja, seitdem machen wir das jetzt auch immer mit dieser Paste. Ja, und bevor ich eben in den Urlaub fahre, möchte ich das noch erledigen. Also wird er noch entwurmt die nächsten Tage. Ja, dann waren wir, was haben wir noch an diesem Einkaufstag gemacht? Ja, Tierfutter kaufen, Toilettartikel kaufen, Sportschuhe kaufen. So, ich streiche kurz ab. Und da haben wir 4 dazu von der 3862, ein Braunton. Und jetzt kommen wir wieder zu 977. Ja, danach waren wir noch beim Action, nachdem wir im Tierfuttergeschäft waren. Und da habe ich dann auch eine Kleinigkeit eingekauft und die haben ja momentan sehr viele Gartenartikel schon. Und da habe ich solche Anzuchtschalen gekauft und zwar von Kräutern, die bei mir regelmäßig eingehen. Und zwar war das zum einen Basilikum und zum anderen Petersilie. Und ja, ich werde die in dieser Anzuchtschale dann vorzüchten, bevor sie dann in den Garten kommen. So, dann 977 gibt es doch einiges zu sticken. Ja, Moment, ich muss nur das befestigen noch ein Stück. Ja, so. Und dann habe ich auch gleich eine Anzuchtschale mitgenommen für roten Paprika. Und was noch? Ah ja, für Gurken habe ich mitgenommen. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Diese 4 Anzuchtschalen. Und nachdem die wirklich nur wenig Geld kosten, also diese Kräuter kosteten 77 Cent und der Paprika, glaube ich, kostete 1,30 € oder so ungefähr. Also wirklich ganz wenig. Also die habe ich mitgenommen. Dann auch noch Samen, also Gemüsesamen zum Ansehen dann im Gewächshaus. Und zwar habe ich da Brokkoli noch mitgenommen. Und was habe ich noch mitgenommen? Auch noch einen zweiten Samen, der mir jetzt nicht einfällt, was noch dabei war. Ja, also diesmal sind es nur Artikel für den Garten geworden. Ich habe zwar auch in der Bastelabteilung ein bisschen geguckt, aber ich habe nichts mitgenommen. Also ja. Also unser Action hat da ja wirklich eine ziemlich große Auswahl an Bastel- und Hobbyartikeln. Aber wie gesagt, diesmal habe ich nichts mitgenommen. Ich habe ja wirklich eigentlich genug zu Hause. Ja, also nur Artikel für den Garten. Ja, und das war's dann auch schon. Ja, dann haben wir noch Lebensmittel eingekauft und im Endeffekt waren wir 3 Stunden unterwegs.
Und ich glaube, wir haben jetzt alle Besorgungen erledigt, die noch notwendig waren vor dem Urlaub. Ja, es müsste jetzt alles zu Hause sein. Ja, bei dem Heaven and Earth Soul bin ich noch gut dabei. Also ich habe jetzt vorhin noch nachgesehen mit meinen, ich habe ja schriftliche Aufzeichnungen, die ich da mache. Einfach nur, damit ich weiß, ob ich noch gut dabei bin. Und zwar, Moment, ich streiche kurz ab. Und so, das haben wir auch. So. Aktuell haben wir 36 Stiche gestickt. Also wie gesagt, meine Aufzeichnungen zum Heaven and Earth Soul sagen, aktuell bin ich 800 Stiche sozusagen im Plus. Das heißt sozusagen ein Vorsprung. Und bei 800 Kreuzen, da könnte ich es mir erlauben, dass ich jetzt 3 bis 4 Tage nicht sticke. Und es würde sich noch ausgehen, dass ich den Soul bis zum Jahresende schaffe. Aber ja, auf das werde ich es jetzt momentan nicht drauf anlegen, denn ich weiß ja, wenn wir jetzt dann in den Urlaub fliegen, nach der langen Flugzeit, wenn wir dann ankommen im Hotel, also da werde ich keine Lust haben, noch an diesem Tag zu sticken. Und das heißt, die notwendigen 242 Kreuze werde ich an dem Tag nicht schaffen. Und somit ist es schon gut, dass ich ein bisschen ein Guthaben habe, sozusagen. Ja, ich bezeichne es immer als Guthaben. So, ich vernähe den Faden, der ist schon wieder sehr kurz, die 977. Und ich vernähe mit Pinstitch und schneide den Faden auf der Vorderseite ab. Ja, ihr kennt diese Schere, ja, ihr habt sie sicher schon öfters gesehen. Sie ist auch von Painting Fairy Cross Stitch und die mag ich sehr gerne. Also 4 Kreuze sind noch dazu gekommen. Und dann werden wir gleich nochmal die 977, einen Faden raussuchen. So. Und die restlichen Stiche machen in diesem 100er Kästchen. Und dann gleich wieder darunter den Faden backen. Ja, und so langsam nimmt der Soul Form an. Also jetzt kann man ja wirklich schon schön was erkennen. Also wie ihr ja gesehen habt an meinem Vorschaubild, also das war ja das Monatsupdate von Januar. Jetzt kann man schon ein bisschen was erkennen. Und ja, ich sticke jetzt noch so weiter runter, diese Spalte, bis ans Ende des Musters, also bis ich ganz unten angekommen bin. Und danach fange ich wieder oben rechts an und wieder die nächste Spalte bis ganz nach unten und so weiter, bis ich das Muster fertig habe. Also diesmal ein bisschen eine andere Reihenfolge, denn sonst sticke ich oft Seite für Seite. Oder ich sticke die Seiten diagonal, also das habt ihr bei mir sicher auch schon gesehen, dass die Seiten diagonal angeordnet werden, aber da gibt es ja verschiedenste Arten, wie man das machen kann. Ich habe es ja auch schon gesehen auf der Seite, also auf der Facebook-Seite des Souls, dass Leute auch in so eine Art Schachbrettmuster sticken, die also seitenweise, aber im Schachbrettmuster. Also das heißt, wenn das die Seite wäre,
sticken Sie dann hier ganz am Eck die nächste Seite an, also wie gesagt wie ein Schachbrett. So habe ich es noch nicht probiert, muss ich sagen. Ja, vielleicht werde ich das auch irgendwann einmal noch probieren. Aber zurzeit passt das für mich, diese Art, also dass ich in Spalten sticke. Ja, es hat schon einiges an Konfetti, das soll, aber nicht nur Konfetti. Also es kommt auch einiges an Farbwechsel, ja. So richtiges Color Blocking gibt es da zwar nicht, aber es ist nicht alles Konfetti. Zwischendurch ein bisschen anstrengend, wenn man wirklich in dieser Konfetti-Zone drinnen ist. Aber ansonsten lässt sich das gar nicht so schlecht sticken, dieser Soll. Aber wie gesagt, dazu muss ich natürlich sagen, das ist mein persönliches Empfinden. Das wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders sehen oder natürlich auch abhängig von dem Muster, den man stickt, gibt es wahrscheinlich auch mehr oder auch weniger Konfetti. So, die 977 und den Faden gebackt streiche ich noch ab und markiere den gebackten Faden. Ja, wir sind bei 49 Kreuze und wir machen die nächste Farbe, die 632. Da haben wir nur 2 Kreuze in diesem Feld, aber ich werde darunter backen, also da ist zwar ein kleiner Sprung drinnen, aber wie gesagt, ich springe ja maximal 6 Kreuze und das sind 5 Kreuze, die ich da springen muss. Also das entspricht noch meinem Rahmen. Sollten es mehr Kreuze sein, dann würde ich den Faden vernähen und neu ansticken. So, die 2 Kreuze von der 632, das ist so ein Rot-Braun-Ton. Also das Muster gefällt mir sehr gut und ich bin wirklich froh, dass ich das gewählt habe. Also das ist nach wie vor mein Favorit. Mir gefallen zwar auch die Eule, die Libellen und die Pusteblumen, auch die gefallen mir recht gut, aber das Cottage ist mein Favorit und ist es nach wie vor. So. Ich bin ja wirklich neugierig, ob ich es schaffen werde, aber ich bin bemüht zumindest, ja. So, ich backe wieder. Ich streiche ab. So, da haben wir nur 2. Das heißt, wir haben 51 aktuell. Dann habe ich hier nur einen einzelnen, die 3776 ist nur ein einzelner Stich. Ja, auch das kommt vor. Da habe ich auch noch einen ganz kurzen Faden, den werde ich dafür verwenden. Bei der 3776. Und ich werde in dem leeren Kästchen daneben, also ihr seht ja am Pattern Keeper, dort meinen Pinstitch dann machen, damit ich den kleinen kurzen Faden vernähen kann. Ja, man könnte den Pinstitch natürlich auch weiter entfernt machen, aber ich versuche ihn immer in der Nähe des gestickten Kreuzes oder der gestickten Kreuze zu machen, was natürlich etwas garnsparender ist, wenn man das wirklich gleich in der Nähe macht und nicht weit weg.
So, natürlich vor der Kamera habe ich wieder ausgefädelt. Und lässt sich auch nicht einfädeln. Dabei, muss ich ja sagen, verwende ich eigentlich so gut wie nie einen Einfädler, sondern ich fädle tatsächlich nur ohne Einfädler ein, aber vor der Kamera funktioniert das natürlich jetzt nicht. So, geschafft. Das liegt daran, dass der Faden einfach schon sehr kurz ist, ja. So, dann schneide ich auch vorne wieder ab, knapp am Stoff und wieder einen Stich geschafft. Das ist dieser. Dann das nächste Symbol. Auch da gibt es nur ein Kreuz, die 922. Aber da kann, nein, ich werde nur ein Kreuz davon machen. Oder ich könnte auch rechts daneben packen. Naja, ich werde mir das noch... auch da habe ich einen Mini-Faden. Ja. Also ihr seht, ich zeige es euch mal in die Kamera, das ist die Länge des Fadens. Er ist schon doppelt. Das heißt, ich mache wieder meinen Loopstart und ich glaube, der ist so kurz, den werde ich dann hinten vernähen. Die 922. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ja, es hat sich sonst nicht vieles getan. Ich muss ja nach wie vor noch arbeiten, also habe noch keinen Urlaub. So, ich streiche ab. Die nächste Farbe ist die 435. Ja, wenn man auf der Facebook-Seite von dem Heaven and Earth sich die Bilder ansieht, also das ist wirklich ein Wahnsinn. Also man kann das ja fast nicht glauben, es gibt tatsächlich Leute, die nach einem Monat, also der Soul hat ja vor ungefähr einem Monat oder 1,5 Monat gestartet und die haben bereits 75% gestickt. Also es ist einfach unvorstellbar, wie die Leute das schaffen. Also ich mit Familie, mit Vollzeitbeschäftigung, ja, mit Tiere, mit Garten etc. ist es wirklich unmöglich zu schaffen. Und da frage ich mich, haben die Leute tatsächlich Zeit, den ganzen Tag zu sticken? Also ja. Ja, ich kann mich nur darüber wundern. Ja, ich bin auch vielleicht auch ein bisschen neidisch, denn ja, ich hätte auch gerne die Zeit und möchte auch gerne den ganzen Tag sticken. Und ich schaffe ja doch einiges immer im Monat, aber also auch wenn ich, wie gesagt, 24 Stunden daran sticken würde, an dem Soul, würde ich unmöglich 75% schon geschafft haben. Also unmöglich. Ja, es geht bei mir eher langsamer dahin, aber das liegt ja daran, dass ich ja meine Projekte wechsle. Also ich sticke ja wirklich nicht ausschließlich an dem Soul und ja, solange ich noch mein Guthaben habe und gut im Rennen bin, wird das auch so bleiben und ich werde weiterhin an meinen anderen Projekten sticken. Sollte ich natürlich etwas ins Hintertreffen gelangen, dann würde ich schon einmal oder mehrere Tage dazu verwenden, um das Ganze wieder aufzuholen. Aber ja, das ist ja momentan nicht der Fall.
Gut, das 100er Kästchen ist fertig. Das heißt, meine gebarkten Fäden werde ich wieder mit meiner Haarklammer fixieren. Und einen habe ich vergessen. So. Und danach zum nächsten 100er Kästchen wechseln. So. Ich habe schon die Farbe markiert und die erste Farbe ist auch wieder ein gebarkter Faden. Also die ich nicht benötige, klemme ich wieder zur Seite, dass sie mir nicht im Weg sind, und die anderen seht ihr ja direkt davor. Also die erste Farbe ist ein gebarkter Faden und zwar wieder ein Gelbton. Es ist die Farbe 3827. Ihr seht, ich werde jetzt gerade nach unten sticken und den Faden dann unten barken oder beenden. Ich werde ihn beenden, denn dann auf der rechten Seite gibt es ja noch einmal diese Farbe und da gibt es 3 Stiche, falls ihr das seht, in dem 100er Kästchen. Und dann werde ich erst dann unten barken. So, ich versuche gerade den Faden einzufädeln. Heute ist nicht mein Einfädeltag scheinbar, also das klappt heute nicht so gut. So, gut, aber geschafft. Dann sticken wir die ersten 3 Kreuze nach unten. Ja, ansonsten fällt mir jetzt wirklich nichts mehr ein zum Erzählen. Ich glaube, ich habe euch alles erzählt. Wie gesagt, momentan, es tut sich nicht so viel. Mich in erster Linie halt mit den Urlaubsvorbereitungen beschäftigt. Ich denke, dann nach dem Urlaub kann ich euch auch wieder mehr erzählen. Da beginnt ja dann auch wieder die Gartenarbeit, wenn wir dann Mitte März zurückkommen. Ja. Jetzt ist es zum Glück ruhig. Ja, nach dem Urlaub wird es wieder einen kurzen Urlaubsbericht geben. Ich werde euch wieder ein paar Fotos einblenden. Natürlich nur für den es auch interessiert. Aber ihr werdet das dann ja gleich im Titel lesen können. Also den es nicht interessiert, der muss das Video natürlich nicht ansehen, ja. Dann habe ich mir ja schon überlegt, ob ich nicht eine Challenge starte, also eine Challenge für mich jetzt alleine, und zwar, dass ich jedes Monat eine bestimmte, wie soll ich das erklären, ja, jedes Monat eine bestimmte Challenge für mich mache. Ich möchte das jetzt eigentlich noch nicht genau ausführen, da ich noch nicht einmal weiß, ob ich das überhaupt machen werde. Aber ich habe dann im Urlaub genug Zeit, dass ich mir darüber Gedanken mache. Aber momentan wird es so bleiben, wie es derzeit ist. Also ich werde keine Challenge jetzt machen, also das wäre dann eine Monats-Challenge, sondern ihr werdet weiterhin die Monatsupdates sehen, wie bisher. Ja, da ich jetzt wirklich nichts mehr weiß, was ich euch erzählen kann, werde ich das Video auch beenden. Wir haben aktuell
65 Stiche gemeinsam gemacht. Ja, wir haben doch einiges geschafft. Natürlich vor der Kamera geht das immer ein bisschen langsamer, aber immerhin 65 Kreuze. Ja, falls es jetzt das letzte Video vor dem Urlaub war, dann wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit für die nächsten, sage ich mal, 3 Wochen. Es sind ungefähr 3 Wochen oder sogar länger. Na, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ihr werdet ja dann sehen, wenn wieder ein Video von mir kommt, dann bin ich auch wieder zurück. Ja, am Freitag wird es noch ein Unboxing geben, und zwar bin ich euch ja noch den zweiten Teil schuldig von meinem Shopping Haul bei Painting Fairy Cross Stitch. Den möchte ich euch noch zeigen. Und ja, ich glaube, dann war es wirklich das letzte Video vor dem Urlaub. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt alle gesund, werdet alle schnell gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!